Du möchtest auch ein Lagersystem mit den neuen Copper-Golems erstellen und hast schon einige Tutorials geschaut, aber bei dir klappt es einfach nicht so, wie es sein sollte? Kein Problem. Da kann ich dir helfen. In diesem Video werde ich einige Dinge zeigen, die dir helfen, dass dein Lagersystem funktioniert. Bleib einfach dran. Zuerst ein paar Fakten zur Arbeitsweise der Golems, falls du das noch nicht weißt. Nachdem du einen Kupfergolem mit seiner Kupferkiste aus einem Kupferblock und einem geschnitzten Kürbis erschaffen hast, kontrolliert der Golem ab sofort immer die Kupferkiste, um nach Items zu schauen, die er dann in andere Kisten in seiner Umgebung sortiert. Ist die Kiste leer, legt er neue Items in diese Kisten. Er kann dabei bis zu 16 Items auf einmal tragen. Liegen auch mehrere unterschiedliche Items in einer Kiste, dann sortiert er die neuen passend in die Kisten. Das ist auch ein entscheidender Vorteil gegenüber dem automatischen Lagersystem mit Redstone, bei der immer nur ein Item pro Kiste sortiert werden kann. Außerdem werden bei den Golem viel weniger Rohstoffe für das Lagersystem benötigt. In den diversen Tutorials gibt es immer ein Prinzip. Am Anfang ist die Kupferkiste, die zum Beispiel mit einem Hopper befüllt wird. Der Golem nimmt sich die Items und schaut dann in jede Kiste, bis er eine passende findet. Wenn er keine Ablegemöglichkeit findet, läuft er die gesamte Zeit mit dem Item umher und nimmt keine neuen auf. Damit würde das System zum Stillstand kommen. Um das zu umgehen, muss es immer eine leere Kiste geben. Das geht zum Beispiel durch einen Hopper unter der Kiste, der die Items herauszieht und weiterleitet. In diesem Fall zur nächsten Kupferkiste des nächsten Golems. Die Tutorials, die ich angeschaut habe, hatten entweder eine Reihe mit Kisten, diese sollten 10 nicht überschreiten, da die Golems einen eingeschränkten Aktionsradius besitzen, und dann waren 2 oder 3 Reihen übereinander. Mehr geht eigentlich auch nicht, da zwischen den Reihen auch immer noch eine Reihe Blöcke sein muss, auf denen die Golems laufen. Bei 3 Reihen Kisten sind es dann 5 Blöcke in der Höhe. Der Nachteil dieser Reihe ist die Dauer des Sortierens. Leider sind die Golems sehr vergesslich, sodass Kisten auch zweimal angeschaut werden oder Kisten werden ausgelassen. Und bei jedem Item geht das Gesuche von vorne los, sodass die anderen Golems oft warten müssen, bis sie überhaupt etwas bekommen, was sie dann verteilen können. Ein anderes Design versucht das zu umgehen, indem der Golem gar nicht umherlaufen kann. Er steht in der Mitte auf einer Stufe zwischen 3x3 Truhen und hinter ihm die leere Kiste zum Weiterleiten. Das beschleunigt die Weitergabe deutlich, hat bei mir aber nicht funktioniert, da 2 bis 3 Kisten gar nicht geöffnet wurden und sehr oft die Items sofort in die leere Kiste hinter ihm und nicht in die passenden Kisten gelegt wurden. Daher bin ich nach einigen Versuchen bei diesem Design gelandet. Die Golems haben nur 6 Kisten vor sich, was das Suchen verkürzt. Ohne die Stufe erreichen sie jedoch nur eine Höhe von 2 Kisten, was die Zeit aber auch wieder reduziert. Um die falsche Weiterleitung zu verhindern, steht hinter ihnen die leere Kiste 2 Blöcke entfernt. Sie sind recht faul und schauen deswegen erstmal in die Kisten, die direkt vor ihnen sind. Die Kupferkiste muss also entsprechend weit vorne stehen. Mit Glasblöcken öffnen sich die Kisten trotzdem, ohne dass es eine Lücke zum Fliehen gibt. Manchmal bleiben die Golems auch einfach stehen oder schauen auf den Boden. Dann reicht es, sie kurz anzustupsen und sie werden wieder aktiv. Wenn es um das Ausbüchsen geht, sind sie jedoch sehr flink. Durch ihre Größe können sie durch einen einzelnen Block entkommen. Solltet ihr mal aus Versehen einen Block abbauen, kann es sein, dass sie sofort aus diesen entfliehen. Sie können auch sehr gut klettern, echte Ausbruchsspezialisten. Aber sie wollen zum Glück irgendwann immer wieder zurück zu ihrer Kupferkiste. Das könnt ihr ausnutzen und die Lücken entsprechend dann wieder schließen. Wenn ihr schon etwas mit dem Kupfergolem gebaut habt, schreibt doch einfach mal in den Kommentaren, wie es bei euch geklappt hat. Oder ob diese Tipps hier in diesem Video euch geholfen haben. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.